Today we are at our university's very own environmental station, which measures, among other things, temperature, humidity, wind direction and speed. The station was installed in 1992 by the TU Ilmenau Institute of Thermodynamics and Fluid Mechanics, and today we asked the person in charge a few questions. Einer der Themen dieses Jahr bei der ISWI ist ja unter anderem der Klimawandel. Und in der Diskussion werden dieser und Wetter ja öfters gleichgesetzt. Deswegen die erste Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Klimawandel und Wetter und wie hängen die beiden miteinander zusammen? Das sind im Prinzip festgelegte Definitionen, deswegen habe ich mir die mal aufgeschrieben. Also Klima ist der meteorologische Methoden ermittelte Durchschnitt der dynamischen Prozesse in der Erdatmosphäre. Ja. Das ist also das Allgemeinbild, was in der Erdatmosphäre passiert. Und zwar mit meteorologischen Mitteln ermittelt, also gemessen und dann auch simuliert. Als Wetter bezeichnet man einfach das, was wir jeden Tag hier draußen fühlen. Das ist die Temperatur, das ist die Luftfeuchte, das ist der Wind, das ist die Sonneneinstrahlung oder eben bei schlechtem Wetter auch die Regenmenge, die Niederschlagsmenge. Dann haben wir hier quasi auch eine Umweltstation direkt an der Uni. Ja. Wie kam es denn dazu, dass man hier angefangen hat, das Wetter zu messen? Der Ursprung liegt mittlerweile fast 25 Jahre zurück. Damals war ich noch im Fachgebiet Maschinenbau, und zwar das Fachgebiet technische Thermodynamik. Und hier hatten wir uns speziell auf Temperaturmessung und Luftfeuchtemessung spezialisiert. Und da liegt es natürlich nahe, Neuentwicklungen von Sensoren auch vor Ort mit etablierten Sensoren vergleichen zu können. Deswegen haben wir uns damals entschlossen, diese Wetterstation zu installieren. Die Station konnten wir auch später für andere Projekte weiter nutzen. Dort möchte ich eigentlich ein wichtiges Projekt hervorheben. Und zwar gab es hier an der Uni über 17 Jahre ein Projekt, das nannte sich Solarthermie 2000. Bundesweit wurden dort über 100 große solarthermische Anlagen gebaut und entsprechend vermessen. So, und jede Uni in jedem Bundesland hatte eine Spezialaufgabe. Und unsere Aufgabe war es, die Materialien von diesen solarthermischen Konnektoren auf Witterungsbeständigkeit zu untersuchen. So, und da hatten wir die Wetterstation zur Verfügung und konnten im Prinzip die klimatischen Bedingungen dazu beisteuern. Im Moment ist es so, dass wir die Daten leider für Projekte nicht nutzen, weil wir kein entsprechendes Projekt haben. Aber dadurch, dass es die Station schon so lange gibt, nutzen auch viele Privatanwender die Daten mittlerweile. Also zum Beispiel für Versicherungsfälle, bei Gewittern, wenn Sturmereignisse sind, dann werde ich oft nachgefragt, oder die Versicherung fragt nach, ob an dem Tag wirklich entsprechendes Ereignis war. Oder auch bei polizeilichen Ermittlungen, wenn irgendwelche Unfälle sind oder so. Das kommt also doch hin und wieder vor. Was wird denn hier genau alles gemessen? Das ist eigentlich eine ziemlich standardisierte Wetterstation, die sich im Wesentlichen nach dem Standard des Deutschen Wetterdienstes richtet. Vor mir genau steht der genau 10 Meter hohe Stahlgittermast und auf dessen Spitze sind die Sensoren für Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Wenn Sie nachher noch mal kurz einen Blick auf die Spitze sehen, dann werden Sie merken, dass dort eigentlich nicht viel zu sehen ist. Das liegt daran, dass wir seit ein paar Jahren einen sehr modernen Sensor dort installiert haben, der nämlich Windgeschwindigkeit und Windrichtung auf Ultraschallbasis misst. Ich kann anhand unseres alten Sensors gern mal zeigen, wie sowas in Natur aussieht. Das ist also ein klassischer Windgeschwindigkeitssensor, ein sogenannter Schalenstern. Und diese Fahne, die sich hier drehen kann, wird immer in Windrichtung gestellt und misst dann für uns die Windrichtung. An der Basis des Mastes dann der Sensor für den Luftdruck, ganz wichtig. Und hier neben mir in dieser Wetterhütte befinden sich dann die restlichen Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, die solare Einstrahlung, Sonneneinstrahlung und hier genau über mir der Regenmesser. Das Besondere ist eigentlich, dass die Tür genau nach Norden ausgerichtet sein muss, dass der Boden, auf dem die Sensoren aufgebracht sind, genau 2 Meter über Rasenkante angebracht ist. Und entscheidend ist noch, dass in das Innere dieser Wetterhütte weder Sonneneinstrahlung noch Niederschläge hineinkommen, aber ein Luftaustausch ohne Behinderung gewährleistet ist. Und dafür sind diese besonders geformten Lamellen in den Seitenwänden und in den Türen gedacht, die einfach
wirkungsvoll dafür sorgen, dass hier drin nichts nass werden kann und auch nichts direkt von der Sonne bestrahlt wird. Hier oben dann das schwarze Fass, das kleine, das ist unser Regensensor, ein automatischer Regensensor. Eigentlich ganz triviale Funktion. Es ist ein kleiner Löffel, in den das Wasser gesammelt wird. Und wenn dieser Löffel schwer genug geworden ist, kippt er einfach einmal um, löst einen Impuls aus und das ist unser Messwert. Sie haben ja gerade schon mal angerissen, für was die Daten so alles genutzt werden, auch jetzt nicht für aktuelle Projekte. Gibt es denn noch was, wofür die an der Uni genutzt werden? Also an der Uni nutzen wir die Daten im Moment, wie gesagt, aus dem Grund, dass Projekte jetzt dazu passend nicht vorhanden sind, nicht weiter. Es gibt ja in Deutschland ein sehr ausgedehntes Wetterstationsnetz, nämlich das vom Deutschen Wetterdienst. Mal davon abgesehen, dass es noch viele andere gibt. Aber die Daten werden im Prinzip dazu verwendet, um Wetterberichte zu erstellen. So, das ist auch heute noch so und das war eigentlich auch schon immer so. Der Unterschied zu der heutigen Zeit oder den letzten Jahren ist so, dass die Wettervorhersagen ja immer stärker von Wettermodellen, von Wettersimulationen errechnet werden. Und diese Modelle werden mit den gemessenen Daten aus dem Wetterstationennetz verifiziert, sodass die Parameter der Modelle immer wieder angepasst werden können. Das ist ein wesentlicher Verwendungszweck. Ein zweiter wichtiger ist, und der ist auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, dass große Versicherungen für die Vorhersage ihrer Schadensfälle auch die Wetterdaten zu Rate ziehen. So kann man also statistisch Daten erheben, wie groß eventuell die Ausgaben im nächsten Jahr sein könnten. Die Wetterdaten werden vor allem in den letzten Jahren immer stärker dafür verwendet, um die Energieversorgungsnetze stabil zu halten. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, was hat das mit dem Wetter zu tun? Aber mit dem Hintergrundwissen, dass unsere Energieerzeugung in den letzten Jahren immer stärker auf regenerative Basis steht, also Wasser, Wind und Sonne, dann weiß man natürlich auch, dass das Wetter unterschiedlich ist und manchmal einfach zu wenig Windenergie zur Verfügung steht. Und dort muss vorausberechnet werden, dass eben zum Beispiel alternative Kraftwerke hochgefahren werden rechtzeitig, um die Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie sicherzustellen. Es gibt also sehr, sehr viele Verwendungszwecke. Inwieweit kann man anhand der Daten der letzten Jahre darauf schließen, dass ein Klimawandel da sein könnte? Das ist schwierig. Ich meine, das entnimmt man ja auch den Nachrichten immer wieder, dass dort sehr kontrovers gestritten wird. Ich kann da jetzt keine großen Aussagen treffen. Ich kann nur so viel sagen, da wir ja schon relativ viele Jahre messen und ich die Daten natürlich auch auswerte, kann ich behaupten, dass sowohl ein Temperaturanstieg als auch die Verringerung der Niederschlagsmenge über die Jahre gesehen, dass ich das auch für Ilmenau nachvollziehen kann. Also die Jahrestemperaturen steigen seit ungefähr 10 Jahren kontinuierlich und genauso kontinuierlich nimmt die Jahresniederschlagsmenge ab. Was für Wünsche oder Pläne haben Sie für die Zukunft der Umweltstation? Ja, dort kommen wir im Prinzip zu dem Stichwort Elektromobilität. Ich meine, die haben wir ja quasi in den letzten Jahren so stark forciert, weil wir halt festgestellt haben, dass die Luftqualität gerade in den Großstädten immer schlechter wird. Und da würde ich mir für den Standort hier eine Feinstaubmessstation noch wünschen. Ich weiß allerdings, dass die mit doch erheblichen Kosten verbunden ist, sodass ich da einfach mal sehen muss, wie das geht. Wesentlich einfacher zu realisierende Wünsche sind, dass sich ein Student vielleicht irgendwann mal findet, der ein bisschen Wartung und Instandhaltung hier machen kann, dass die Internetseite der Wetterstation auf aktuellen Stand gehalten wird und dass vielleicht eine Datenbank erstellt wird, wo dann jeder mit einfachen Mitteln eben auf die Daten zugreifen kann. Ja, hoffen wir, dass was von den Wünschen klappt. Vielen Dank für das Interview. Bitte schön. As we have learned today, weather stations can provide us with important information, for example about how climate will change over the time and how the weather can shift. Just in the last years, there was an accumulation in Germany when it comes to extreme weather like heavy snowfalls and heat waves, which may be indicative of a climate change.
Based on the data by the NASA Earth Exchange, which was published 6 years ago, it was predicted that in the next 80 years, the more dry areas like the Midwest of North America will become even drier, and the more humid ones like in Indonesia will become even more humid. Just last year we saw the major wildfires and the floods in those respective areas. So it's time that we listen to the data that was collected and analyzed by the scientists and take climate change as seriously as the consequences will be.